Alter, das ist doch sowas von krank. Was? 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 Okay, das Rollen, was brennt, wieso geht der in die Luft? Gasleitung oder was? Ah, okay. Öl. Und da vorne ist Sand, ich sehe ihn jetzt schon. Please let this sand put out the fire. Sollte funktionieren. Wenn sie schnell genug ist. Yes. Also ein Zufall aber auch. Dass da so Sand ist, ne? Look at that. This tornado might be the end of the world. But not if I can change it. Wieso brennt das Benzin jetzt nicht mehr? Ich muss aber noch ein Foto von einem brennenden Wal machen. Und ein Flyer. Look at that. This tornado. Ja. Not anymore. Willkommen in Palaces, das neue Geheimversteck von Arcadia Bay. Entdecken Sie Ihre eigene magische Welt. In Kürze. Nee. Alter, das ist alles so krank hier. Was zur Hölle? Was macht das Auto da oben? Was? Warum ist das hervorgehoben? Natürlich, natürlich. Evan anschreien deswegen, aber selber, ne? Aber selber. Das ist so ein Scheiß. Oh, she's not here. I hope she's in a shelter. Ich hab sie I gewarnt. never even asked her name. Ich hab sie gewarnt. Mehr kann ich nicht machen. Da geht's ins Two-Welt-Sein. Aber ich muss noch irgendwie ein Foto machen von einem brennenden Wal oder sowas in der Art. Ich weiß nicht so recht. Was ist Warrens Auto? Warren's car is about the only thing left alone. Good. Shit. That train could have derailed into the diner. Mhm. Ich muss mal ganz kurz das Foto angucken, ganz ehrlich. Wo ist Warren 2? Okay. So. Merkst du, ich lasse dein Handy klingeln, bis du mir sagst, es soll aufhören. Es geht nicht um mich. Übles Ökochaos geht ab. Die Luft ist elektrisch geladen und die Wolken brodeln. Sag mir, dass es dir gut geht. Okay, das war um 8:49 Uhr. 9:03 Uhr. Siehst du den Sturm? Das ist ein ausgewachsener Tornado. Unglaublich. Sorry, ich musste rennen. Autos fliegen. Hab so grad ins Two Wales geschafft. Joyce und ein paar andere drehen hier mit mir durch. Der Sturm ist gewaltig. Bitte geh in Deckung. Sag mir, dass du in Sicherheit bist. Das wäre richtig so. Ich wollte das Bild angucken. Ein brennender Wal. Muss ich das von innen machen, wenn damit die Perspektive stimmt oder sowas in der Art. Hier draußen sehe ich keine Möglichkeit, das zu machen. Finster. Okay, Warren hat es geschafft. Pompidou auch. Wenn ich das richtig sehe. Dann gehen wir einfach durch den Hintereingang rein. Evacuation. Once again, this is not a test. This is not a test. At least nobody's going to starve in here. Zumindest nicht allzu schnell. Go get him, Juliet. Mobbing in der Blackwell von Juliet Watson. Als Schülerin der Blackwell Academy bin ich bei der Verfassung dieses Artikels zwiegespalten. Ich liebe meine Schule und die Bildung, die sie mir geboten hat, aber zur gleichen Zeit muss ich mein kritisches Denken als angehende Journalistin einsetzen. Wenn ich also berichte, dass Blackwell ein Problem hat, geschieht dies ohne Schadenfreude oder böse Absicht. Tatsächlich spiegelt dieses Problem einen verstörenden nationalen Trend wider. Um es kurz zu machen, in der Schule werden Leute gemobbt, und zwar von uns. Wissen wir ja. Ist das David? Der da am Dings, am Radio sitzt? Hört sich so an. So, was ist hier noch? Zeitung, Essen.
At least nobody's going to starve in here. Solange es bis zu Wales von irgendeinem Sturm zerrissen wird. Also von irgendeinem Haus oder sowas. Auto, keine Ahnung. Oh, Max. Oh, Jesus, I am so glad to see you, sweetie. Are you okay? Yes. What about you guys? 2 Wales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out there. Okay, get your ass inside. I have to get back to this gentleman on the ground. Lauren has been gathering all the first aid. It's not much, Joyce, but it's all we have. You okay, Warren? How the hell did I ignore all those warnings, Max? The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. I'm so stupid. Should have seen it coming. Ja, zumindest nach dem Schnee. Ganz ehrlich. So glad everybody is safe here. But I need that photo from Lauren to help Chloe. Sorry. Chloe. No, I'm just a Kannst du verstehen. Sorry. It's good to have Frank on our team. Okay, Max. Excuse me while I go help this other gentleman. Frank, I'm so glad you're here. Yeah, it makes 2 of us. No, if only I had Rachel back. Now, Max, what about that info I gave you? Did you and Chloe find out what happened to her? Das ist jetzt die gleiche Situation wie bei David oder eine ähnliche. Verdient es jetzt gerade in dieser Situation die Wahrheit zu wissen? Eigentlich schon, aber ist es das Richtige? Das Schöne am Zeitreisen ist, ich kann gucken, wie er reagiert und dann zurückdrehen. Frank, I don't know how to say this, so I just will. Rachel is dead. God, no, please. Please, no, not Rachel. She can't fucking be. Are you sure? I mean, how do you know? We used the names you gave us to track down a farmhouse. My professor, Mark Jefferson, has this creepy photo torture room. And we found out he was using Nathan Prescott to drug and photograph Blackwell students. Prescott? Fuck! Fuck, I knew it! I should never have hooked up with that sick punk! Pompidou hated him! Yeah, you saw Rachel? Yes. I wish I didn't. I'm so sorry, Frank. Nathan wanted to impress Jefferson and he killed her. How? How did he kill her? It doesn't matter. She deserves her peace now. Where is this motherfucker Jefferson? He's going to jail. He won't be hurting anybody anymore. Rachel. Oh, God. She was the one good thing in my life, Max. I know she was too young. I expect her to leave me, just not how it happened. I would never have stopped her from going after her dreams. Chloe auch nicht. Was sind die Sätze? Also ich habe ihm jetzt vom Tod erzählt, aber ich erzähle ihm jetzt natürlich nicht, dass sie an der Überdosis gestorben ist, weil dann macht er sich nur dafür verantwortlich und am Ende denkt er hat selber Rachel getötet, weil er Nathan die Sachen verkauft hat, weißt du? An denen sie dann gestorben ist. Das ist scheiße. Chloe auch nicht. Oh, was zur Hölle, ganz ehrlich. I know. She obviously cared about you, Frank. Rachel cared about a lot of people. Especially Chloe. But, now I see why Rachel dug her. And Chloe was man enough to ask me for help after all that shit we went through. Chloe would appreciate that. You know, the one time I met my dad, the bastard quoted the Bible and said he wanted to enter his house justified. In other words, to do the right thing. Me too.
And maybe you're helping me get there, Max. Don't get me wrong, kid. I still think you're weird. But you're cool. Okay, ich meine, ein positiver Seiteneffekt vom Erzählen, dass sie an einer Überdosis gestorben ist, könnte sein, dass er aufhört, Drogen zu dealen, aber... Scheiß drauf. Joyce has got everybody's back. Even Frank's. Natürlich. Come on, Max. Let's talk over here and give Frank some rest and space. Joyce, how are you doing? Just when I think I've already been through the ringer. Where's Chloe? Ich werde sie finden. I'll find her. Not in this storm, you won't. And you're not going out there, Max. I just have to pray that Chloe and David hold up someplace safe. I'm sorry about all this, Joyce. Don't be, honey. It's not like you whipped up this tornado on your own. I mean, I'm also sorry about everything with David. You don't have control over any of that. David is an adult, and he has a lot more age and experience under his belt. Even if he doesn't always show it. Was ist mit David? Verstehe ich nicht. Wir haben doch zu ihm gestanden. Hä? Verstehe ich nicht. Well, I didn't mean to take David's side against you or Chloe. I know you try to see the good side in everybody, and David needs to try that too, but that's not important now. I just want our lives to be normal again. With all the shit going on this week, I think you're right. And look at me, trying to keep my family together. Again. Joyce, you've gone through so much for Chloe and David. If you were my mom, I would be so proud. Oh, sweetie, thank you. But your parents should be prouder of you. Even David told me how tough he thinks you are. And he doesn't give out many compliments, as you know. David braucht dich, David ist ein Held. Ja, David ist ein Held. Ja, ja doch, das stimmt. Ja, David hat uns gerettet, das macht ihn zum Helden. David is a real hero. I don't know what he's gone through in the war. Hallo, Max Bauchrednerin. I can imagine. And he even showed me how to find my own strength under extreme conditions. I'm so glad to hear you say that, Max. I know he's not always an easy person to defend. Most people only see him at his worst. You've seen him at his best. And that's the man I want in my life. Das war ein komischer Satz, das war ein bisschen melodramatisch, aber ich lasse es jetzt mal sliden. Also ich lasse es jetzt mal so sein. Please be okay, Chloe. Oh. I can't lose you. Vielleicht hätten wir sagen sollen, dass Chloe in Sicherheit ist, aber das ist sie ja nicht. No more music. Und gelogen habe ich auch nicht. The party is over. This vortex is much bigger. Oh Gott, mir ist es jetzt erst aufgefallen mit dem Vortex. Mit dem Strudel. It's hard to believe people were eating breakfast here. Only a few hours ago. Ich wollte gerade sagen, du hast auch gefrühstückt. Hinsetzen, aber erst Pompidou. Kann ich gar nichts mitmachen. At least Frank still has Pompidou at his side. Komischer Hund. Hässliche Töle, ganz ehrlich. Focus on the people here. Max, give yourself one moment to do nothing. Ja, die Zeit hast du ja, ne? I convinced Chloe I could rewind time. So, what's the point of this power? What's the lesson? To keep fixing what I keep fucking up? No, because I didn't ask for this gift. But I was able to stop Mark Jefferson. And now I can stop Chloe from dying. For the last time. Ja, weil sie ja in den letzten 5 Episoden nicht schon oft oder 4 Episoden nicht schon oft genug gestorben ist, ne?
dreimal. Einmal in der ersten Episode, dann beim zweiten Mal in der zweiten Episode, in der dritten Episode tatsächlich gar nicht, aber dann in der vierten Episode, dann haben wir sie sogar tatsächlich selber umgebracht und sie jetzt am Ende von der vierten Episode tatsächlich nochmal. Also doch 4-mal. 4 Episoden, 4 Tode für Chloe. Ich habe das Gefühl, da bildet sich ein Muster. Und wieso? Wieso streichelt die blöde Frau den Hund nicht? Wenn ein Hund kommt und seinen Kopf auf dein Knie legt, auf dein Bein legt, dann will er gestreichelt werden. Das ist doch logisch. Auch wenn es so eine hässliche Töle wie Pompidou ist. Ich will da gar nicht weggehen. Wegen dem Hund. Ich finde den so niedlich. Ich meine, ich selber habe keinen Hund, aber ich kenne mehrere Leute mit Hunden und lustigerweise kommen sie dann immer angelaufen, wenn sie mich sehen oder wenn ich mich irgendwo hinsetze und tun ihren Kopf auf mein Bein. Ich kann einfach mit Tieren, ne? So. Ich frage mich, wie das Ganze hier enden wird, ganz ehrlich. Ich sehe kein Happy End, muss ich ehrlich sagen. Und ich weiß nicht so recht, wie wir den Tornado aufhalten sollen. Ob wir den überhaupt aufhalten können. Unser momentanes Ziel ist es mal wieder, Chloe zu retten. Aber was ist, wenn das irgendwie das Übel von allem ist? Was ist, wenn jedes Mal, wenn Chloe sterben sollte und wir sie retten, es nochmal ein wenig schlimmer wird? Wir retten Chloe zum ersten Mal tote Vögel. Wir retten Chloe zum zweiten... Schnee. Wir retten Chloe zum zweiten Mal Sonnenfinsternis. Wir retten Chloe zum dritten Mal tote Vögel. Wir retten Chloe weiter oder ja. Und dann Sonnenfinsternis, tote Vögel, Schnee, Wale, 2 Monde. Was irgendwie darauf hinweist, dass die Zeiten eventuell irgendwie verschmelzen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Irgendwie. Aber kann man sagen, dass Max für die Entstehung vom Tornado verantwortlich ist? Also in fernster Weise, dass es die Zeitreisen sind, die die Natur und die Realitäten zerstören irgendwie? So wie vorhin bei dem Filmriss? Als wir ins Foto vom Foto gereist sind? Oder waren wir sogar im Foto vom Foto vom Foto? Ich glaube, wir waren sogar schon 3 Ebenen tiefer, ne? You have to go deeper, Inception und sowas. Als dann dieser Filmriss entstanden ist und sie gesagt hat, zerstört sie die Zeit. Was ist, wenn sie tatsächlich die Zeit und die Realitäten zerstört, indem sie einfach weiter in die Vergangenheit reist? Aber da stand ja immer in den Kommentaren, wie soll das denn funktionieren, wenn sie die Vision vom Tornado hatte, bevor sie überhaupt in die Zeit gereist ist? Also durch die Zeit gereist ist. Es sei denn, und das ist meine Theorie, sie hat das alles schon mal erlebt und ist dann wieder in die Vergangenheit gereist und kann sich jetzt nicht mehr erinnern. Das ist die einzige Erklärung, die Sinn macht. Falls sie den Tornado erschaffen hat. Durch die Zeitreise. Wieso ist er jetzt auf Pause gegangen? Ich verstehe es nicht, Alter. Ich darf hier nicht mal verpalavern, dann geht das Spiel schon auf Pause. So eine Scheiße. Naja. Ich glaube, es wird Zeit, so aufzustehen. Ja? Also ich glaube, es macht nicht wirklich viel Sinn, wenn man sagen würde, Max ist schuld an der Zerstörung der Welt. Die Zeitreise hatten wir am Anfang von Episode 1. Und die Zeitreise haben wir erst danach begonnen. Apropos Zeitreise. Der ist ein Erste-Hilfe-Kasten. This is not where I want to die. Good job, Warren. I hope those supplies are enough. Sollte reichen. Zumindest fürs Erste. Look at Warren. Always trying to help. Er ist halt ein netter. I hate to say I'm glad to see you, but I'm so glad to see you. That's okay. The important thing is that you're safe. And
I know you can take care of yourself after Nathan. Should have done that a long time ago. But damn, Max. Can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. E6? Just for one photograph? I mean, I know you didn't come for me. Warren, I came for all of you. Just tell me you do have the photograph. I just want... Now shut up and listen. Oh yeah. You're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Whoa. Is that all? Ich habe den Sturm verursacht, er hat Chloe getötet. Ich habe den Sturm verursacht. Genau darüber habe ich doch gerade eben geredet. Das macht überhaupt keinen Sinn. Zu sagen, ich habe den Sturm verursacht, wenn sie die Visionen vom Sturm hatte, bevor sie überhaupt mit der Zeitreise begonnen hat. Die erste Zeitreise war die Kamera... Nee, die erste Zeitreise war Chloe zu retten. Und davor war die Vision mit dem Sturm. Das war das erste, was wir vom Spiel gesehen haben. Das erste, was in der ersten Episode passiert ist. Die Vision vom Sturm. Und irgendwie ist es uns ziemlich gleich, glaube ich, wenn er das jetzt alles mitglaubt. Und warum umarmen die sich nicht? Wieso stehen die da so komisch wie angegossen und gucken sich so blöd an und machen nichts? Es ist so offensichtlich, dass da irgendwas zwischen denen läuft. Wieso passiert denn da nichts? Das macht mich irgendwie sauer. So, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich hab's vergessen. Also, weiter im Programm. I have to go back in time. Jefferson already killed Chloe. I can't let that happen. I have to do something, Warren. Max, going back in time is what caused the storm. Mist. All because of me? How? I'm not a real scientist, even though I play one at school, but this seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. Bitte. What happened with Jefferson? Did he hurt you? Mit Drogen verabreicht, Rachel wurde getötet. Ich weiß noch nicht mal, wer Rachel ist. Außer, dass es eine Frau ist, die vermisst wurde. Wieso die Aussage, dass Max den... Oh, ja, klar. Ja. Warren, ich hatte eine Vision von einem Tornado. Und danach habe ich erfahren, ich kann die Zeit zurückdrehen. Aber die Vision hatte ich davor. Ja. He used Nathan to get drugs and money for him. Jefferson tied me up and dosed me with some drug and took sick photos of me. It was so horrible. Max, I'm so sorry you had to go through all that. You're the bravest person I've ever known. You know, I want to kill that son of a bitch. Where is he? Busted. History. Which I need to change fast to make it right again. Is that bad? For every action, there's a reaction. Whenever you reversed or altered time, maybe you caused a chain reaction. Even in the environment. Mehr Zeit zusammen, du glaubst mir, das ist meine Schuld. Jeder glaubt das einfach so? Das ist meine Schuld, weil mehr Zeit zusammen. Ja, aber dann haben wir mehr Zeit zusammen, wenn ich die Zeit weiter zurückdrehe. Für rein selbstsüchtige Gründe. Wobei ich ehrlich gesagt das Problem nicht sehe. Hey. Ich habe die Kraft. Warum sollte ich sie nicht nutzen? So in dem Sinne. Und diese blöde Theorie, dass sie jetzt wirklich diese blöde Theorie, die ich in der zweiten oder ersten Episode aufgestellt habe, jetzt nutzen, ich glaube in der zweiten Episode oder dritten, in einer der ersten, aufgestellt habe, dass Max schuld ist, was gar keinen Sinn ergibt. Dass sie es hier jetzt aufgreifen, ärgert mich. Das ärgert mich ungemein, weil es nur Sinn ergibt.
Also wenn das jetzt wirklich so, also wenn das jetzt wirklich die Erklärung ist, dass Max an dem Tornado schuld ist, dann ist es dumm. Und wenn man mal der Chaos-Theorie folgt, dann ist es der Butterfly-Effekt und dann ist sowieso der blöde blaue Schmetterling schuld. So, der glaubt mir das einfach so? You're my friend, Warren. You believe me, right? I haven't told anybody else except for Chloe, and she can't help me right now. I know I can be a pain in the ass, and you've always treated me like a person, not a beta nerd. I told you before that I'll always believe you. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole, you're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but after this week, I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason. And I guess it's up to you to find out why. Max, I'm sorry you got stuck in this. I don't have a fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max. How could there be a more important moment in history? And I'm in the middle of it with you. So thank you for trusting me. Thanks for being here. Always. Wie, das war's? Please be okay, Chloe. I can't lose you. Das Knister. As long as I have my Pompadour with me. Flirt. Go Apes. Und das war's? Das ist der große Payoff. Also ich habe das Gefühl, also ich habe ja schon mal gesagt, mich ärgert es, dass Chloe viel mehr Screentime als Warren bekommt, wenn man sich entscheiden kann zwischen den beiden. Und das ist schon so. Vielleicht ändert sich was, wenn man was anderes auswählt. Außerdem will ich wissen, was er sagt. Ich bin schuld. Ja, das interessiert mich. Das dauert jetzt wieder, das ist schrecklich. Alter, mach schneller. Drive to Los Angeles. So, sprechen. So, I had a vision. So, er hat Chloe getötet? Der dumme Gedanke mit dem Sturm verursachen selber macht für mich gar keinen Sinn. Es sei denn, jemand in den Kommentaren kann mir eine bessere Theorie erklären. Also eine bessere Erklärung geben als oder eine gute Erklärung dafür geben, so. Ja, mit Drogenverhaftet, Rachel wurde getötet. Warren kennt Rachel nicht. Nutzt diese Information. Max. Oder? Nö, sollte er nicht kennen. So, das ist meine Schuld? All this destruction is my fault. Give me a break. You sure the hell didn't give yourself time travel powers? I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole. Jetzt kommt das gleiche You're nochmal, part ne? of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but after this week, I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for Jetzt kommt das gleiche nochmal. Max. Jetzt kommt das gleiche nochmal. Das gibt's doch wohl nicht. Foto scharf stellen. Nein, ich will nicht das Foto scharf stellen. Ich will weiter zurückreden und mit Warren reden. Ich will jetzt die dritte Option, mehr Zeit zusammen verbringen, auswählen, auch wenn die total bescheuert klingt und kitschig und bock. Aber was soll's? Wenn Warren schon nicht genug Screentime bekommt vom Spiel, dann wiederhole ich seine Dialoge eben immer. So, ich mache das so lange, bis Chloe und Warren gleich lange vorkommen. Das kann ziemlich lange dauern. Nein, natürlich nicht. So, kennen wir schon. I had a vision. Ja, die Vision. Then Ja, dann haben wir die Zeit zurückgedreht. Also erst die Vision, dann den Zeit zurückgedreht. Und Chloe wurde getötet. Und wie er dabei lächelt. Er findet es lustig. Jetzt nicht mehr. He busted. For every action. Alter, diese... So, mehr Zeit zusammen. Warren, I know this all sounds insane, but you're the only other person who I can count on now.
I wish we had more time together. Do you believe me? Max, of course I believe you. You're the most amazing person I've ever met. And I'm glad you trust me. Always. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or... Müssen wir doch verarschen, jetzt kommt gleich nochmal. Jetzt haben wir ihm im Grunde unsere Liebe erklärt und alles, was kommt, ist das Gleiche. So, kann ich hier übrigens noch ein Foto von dem Ding machen? Ja, solange du eine Pompidou hast, ist alles in Ordnung, schon klar. So, aber ein Foto vom Wal kann ich nicht machen. Na gut. Also das ist doch jetzt ein Witz. Ich muss tatsächlich jetzt nochmal Photoshop stellen. Ich kann nichts mit Wall. Dieses Spiel will mich verarschen. Hey, be careful out there. Also. For luck. Es geht doch. Just in case we don't get out of this, I wanted to say... I know, Warren. Of course you do. I'm gonna make the right choices from now on. I swear. That's why you're Super Max. Als ob es die Falschen bisher waren. Als ob es bisher die Falschen waren. Focus. At least I kissed Warren once. To let him know how I feel. Endlich. Das hat ja nur 5 Episoden gedauert, ne? Das ist ja grauenvoll, ey. Und ich habe mich schon geärgert. So. Also, wenn ihr Zeit zurückgehen und da nochmal abknutschen, bitte. Dann hat das nämlich nur 4 Episoden gedauert. Und dann... Obwohl der erste Kuss betrunken ist auch scheiße.